Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute um 19:15 Uhr in Tallinn muss ich euch die Sendung aufnehmen, jetzt kurz vor Schluss. Ich habe noch 45 Minuten Zeit, deshalb heute eine schnelle Sendung. Ja, das erste Thema, was wir haben, ist Fraport. Da gibt es Gegenwind. Wir haben dann noch das Thema Austrian Airlines, der Airbus, der durch die Fluggastbrücke beschädigt worden ist. Aber der Flieger ist da selber reingerollt, fliegt wieder nach einem Jahr. Weiter geht es dann mit Espresso. Ich glaube, das Thema hatte ich gestern angekündigt, habe das aber irgendwie vergessen. Also ich mache es heute, wenn ich es nochmal mache. Verzeiht mir aber an dieser Stelle. Es kommt heute von Eurowings Kaffee und interessant. Und wir haben dann nochmal aus der Welt der Meilen, der Punkte des Status, nachdem es einen Flug nach Kapstadt gab, nachdem es einen Flug, wo gab es den anderen? Den glaube ich nicht verwechselt. Das war Kapstadt, es gab noch einen. Also auf jeden Fall Community-Flug. Wird es noch einen geben? Ich sage euch wohin, wieso, weshalb, warum, was es kostet und warum die Dinge vielleicht für den einen oder anderen interessant sind oder uninteressant. Ihr denkt wieder wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommt in die Scroll-Community rein. Wer kostenlos rein will, soll mir einfach eine Nachricht schicken. Ich lasse euch kostenlos rein, wenn ihr den Kanal nicht unterstützen wollt. Also kein Grund zur Panik. Was haben wir noch? Kommentieren und Like und so weiter. Ihr wisst das ja schon. Also, Thema 1, was wir heute haben, ist der Frankfurter Flughafen. Der Frankfurter Flughafen hat in 2025 hat nur leichte, ich sage 25, hat schon das Thema, dass man nur mit leichten Zuwächsen rechnet. Und wir gehen in die Verlängerung, das sagte der Fraport-Chef Stefan Schulte. Und zwar war ja heute die Bilanzvorlage der Fraport des letzten Jahres und was man da so denkt. Und jetzt ist es so, dass man dort sich langsam erholt nach Corona als erwartet. Ja gut, man erholt sich auch langsamer als andere Flughäfen im europäischen oder im weltweiten Vergleich. Prognose für das Erreichen des Rekordniveaus von 2019, wo man über 70 Millionen Passagiere hatte, wird jetzt erst erwartet irgendwo zwischen 2027 und 2028, wobei schon viele Flughäfen auf Zahlen von vor Covid sind und quasi höher. Dann sind die Herausforderungen natürlich die Luftverkehrssteuer. Fliegen wird in Deutschland teurer. Gerade die Fluggesellschaften, die nicht aus Deutschland sind, werden natürlich noch weiter vertrieben. Weiter geht es dann natürlich auch bei Lufthansa. Da sind die Verzögerungen bei der Auslieferung. Aber es ist ja nicht nur Lufthansa, der unter den Verzögerungen leidet bei Boeing und bei Airbus, sondern natürlich auch die Warnstreiks an den Flughäfen und auch natürlich die Tarifkonflikte damit im öffentlichen Dienst. Da gab es gestern ja keine Einigung. Die Finanzlage des Flughafens Frankfurt ist es ja nicht nur, sondern sogar der Fraport. Da ist es so, dass man einen Konzernumsatz von plus 11% in 2024 hatte, also mehr als 4,4 Milliarden Euro. Die EBITDA, was der operative Gewinn ist ein Plus von 8% auf 1,3 Milliarden, was einem Rekord entspricht. Nettogewinn für Aktionäre sind 451 Millionen, was nochmal 51% plus, 15%, wie komme ich auf 51, kann ich richtig lesen, also 451, 15% plus. Nettogewinn für die Aktionäre. 2025 wird ein moderater Gewinnanstieg erwartet, jedoch ohne Dividende. Hohe Nettoverschuldung hat man auch, 8,4 Milliarden, das sind 9% mehr als in 2023. Investitionen sind Terminal 3, das soll Ostern 2026 eröffnen. Ausbauprojekt in Lima und Antalya binden halt Kapital und daran seht ihr, dass der Fraport Flughafen nicht nur Frankfurt ist, sondern auch andere Flughäfen, gibt ja auch Griechenland welche. Der Barmittelfluss soll 2026 wieder positiv werden. Und den Ausblick will ich euch nicht ersparen. Und zwar ist der Ausblick abhängig von der politischen Entscheidung wirtschaftlicher Entwicklung. Ja, ist klar, dass es dort ist. Man weiß nicht, was die neue Bundesregierung macht. Vielleicht wird irgendwas an den Steuern wieder nach unten gedreht. Mögliche leichte Erholung des Flugverkehrs, aber keine schnelle Rückkehr zum Vorkrisenniveau. Und man versucht natürlich die Schulden abzubauen und damit die Schulden natürlich nach hinten zu bringen, weil das ist natürlich auch alles nicht hübsch. Wer von euch, und das ist jetzt ein ganz neues Thema, wer von euch erinnert sich an den Flieger von der Austrian Airlines,
der quasi dort so ein bisschen gerollt ist, um es mal so zu sagen. Und zwar ist der gerollt, damals war das nämlich die Oscar Echo, ich hätte was gesagt, die Lima Zulu Quebec, die ist am 6. April 2024 nämlich mit der Fluggastbrücke ähm, gestrandet, hätte ich fast gesagt, weil sie unbemannt war. Sie ist quasi geschleppt worden und es ist dann auch das rechte Höhenleitwerk abgerissen worden. Gab auch dann strukturelle Schäden an den Tragflächen. Und jetzt gibt es die Wiederinbetriebnahme des A320neo, war ja ein nagelneues Flugzeug. Und die Reparaturarbeiten haben fast ein Jahr in Wien gedauert. Anfang März war der Abschluss der Boden- und jetzt auch der Lufttests, Lackierung der neuen Hecksektion für Ende März geplant. Und dann ist die Wiederaufnahme zum Sommerflugplan für dieses Flugzeug geplant und in greifbarer Nähe. Der erste Testflug war auch gestern. 3 Stunden ist man über Österreich geflogen und hat den 1,8 Jahre alten Jet, ein Jahr davon war er in Reparatur, erfolgreich gemacht. Also man soll damit jetzt wieder in den Liniendienst eintreten und das Flugzeug ist halt repariert worden von den Freunden der Austrian Airlines Technik. Daran sieht man auch, dass die Leute dort Profis sind. Und natürlich auch Airbus hat sich das Ganze angeguckt und es werden auch keine weiteren Beeinträchtigungen mit dem Flieger erwartet. Da ist natürlich die Frage für euch, ob ihr bei der Oscar Echo Lima Zulu Quebec ein schlechtes Gefühl habt oder ob ihr sagt, nö, das ist okay, das ist ja ordentlich repariert worden, die haben sich das angeguckt, das sollte wieder alles passen. Oder sagt ihr, nee, ich habe da so ein Bauchgefühl, das ist nicht so ganz prickelnd. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht es mit einem Thema Eurowings Coffee Trolley. Ja, Coffee Trolley, das ist eher was ja in den Finnen oder den Holländern da im Kopf ist, weil Kaffee ist in Finnland wichtig, ist in den Niederlanden wichtig. Und jetzt gibt es bei Eurowings einen Kaffeeservice, der getestet wird. Ihr seht am Bild beim Fly Guy oder wie der hieß, war das. Und da ist es so, dass man dort einen autarken Kaffeevollautomaten in einem Service-Trolley hat. Also der muss da, ich weiß nicht, ob der da hoch und runter fährt oder so. Hat sogar eine eigene separate Wasser- und Milchversorgung, verfügt über eine eigene Batterie. Es gibt an Getränken, und ich lese es vor, ich bin ja selber kein Kaffeetrinker, Kaffee, Crema, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, heiße Schokolade und mehr. Und da stellen sich doch einem viele Fragen. Und ich sage so, ich glaube, ich habe das Thema Nester nicht beachtet. Also ich hatte es auf der Liste stehen, habe es aber irgendwie vergessen auf dem Boot. Und da ist es so, dass man natürlich jetzt zu so etwas sehr überrascht sein kann und sagen kann, interessant, was ihr da alles so macht. Aber die Fragen sind natürlich, wie das praktikabel ist, weil so eine Batterie, die da drin ist, was hat die für eine Power? Ist das wieder so ein Brandherd eventuell? Weil ich sag mal so, wie viel Kilowattstunden verbraucht denn so eine Kaffeemaschine, wenn die da so vor sich hin brüht? Und wie viele Batteriezyklen, wie viele Espresso-Milchzyklen hält die Bude aus? Und dann die andere Frage ist es natürlich, ob das irgendwie vom Prozess her, wie lange das dauert. Weil jetzt stell ich mir vor, die fangen bei der Reihe 1 an, einer sagt, ich will Kaffee haben, bang, Maschine angeschmissen, ring, ding, 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 dauert vor sich. Und dann natürlich am Ende, bis man hinten ist, hat man dann 5 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange da so ein Kaffee braucht. Und die andere Frage ist natürlich, ob man das jetzt zum Beispiel testen kann. Ja, aber es gibt halt keine Informationen zu irgendwelchen Strecken. Es gibt auch keine Informationen zur Dauer des Tests. Unklar ist halt auch, ob dieser Test jetzt dazu dienen soll, ob er wirklich nur getestet wird und mit der wirklichen Option, dass er kommt, als wirkliche Innovation. Oder ist das jetzt etwas, was ist, ne? Und natürlich, die andere Frage ist, Kakao, ist das mit echter Milch? Oder ist mit echter Kuh oder ist das nicht mit echter Kuh? Also da würde ich erwarten, dass man da vielleicht echte Milch einsetzt. Und ihr könnt ja auch schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet, ob es ein Game Changer ist an Bord, ob das halt wirklich auch ein Wettbewerbsvorteil ist, quasi den Kaffee frisch gepresst, frisch gebraut am Platz zu bekommen von einem der freundlichen Eurowings Flugbegleiter.
Und natürlich ist es so, wie effizient ist die Bude? Ist das so, dass die nach 20 Kaffee ist Schluss, nach 10 Kaffee ist Schluss? Also das sind alles Fragen, die ich habe. Ich finde es auf der einen Seite finde ich es halt relativ cool. Erinnert mich an das Bild mit dem Dönerspieß, der eine echte Fotomontage war, aber das ist wohl echt. Also da könnt ihr eure Meinung sagen und könnt da mal gucken, ob das für euch ein Game Changer ist oder nicht. Und was auch ganz wichtig ist, ist wie immer an dieser Stelle, seid ihr Kaffeetrinker oder nicht? Und schreibt in den Chat rein, also in die Kommentarspalte, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin eher verwirrt, was ich davon halten soll. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Das letzte Thema, was wir heute haben, ich gucke auf die Uhr, wir sind gerade über 10 Minuten, ist das Thema Eurowings Community Award. Und der geht nämlich nach Mallorca mit der Eurowings, also wieder eine andere Fluggesellschaft. Und nachdem man ja Miami war es, Kapstadt und Miami, Swiss war es mit Miami jetzt gerade losgeflogen und dann Kapstadt mit Hansens. Und jetzt kommt die Eurowings. Vielleicht kommt ja bald was mit der ITA, ne? Wäre ja auch mal lustig. Auf jeden Fall ist es so, dass der Hinflug am 13. Juli ist, am 20. ist der Rückflug. Die Strecke ist Düsseldorf-Palma de Mallorca mit Eurowings. Ihr könnt ausschließlich telefonisch buchen und ausschließlich mit Lufthansa Miles & More Meilen bezahlen. Die Kosten sind One-Way 17.500 plus Steuern. Return sind 35.000 plus Steuern und Gebühren. Die sind für den Roundtrip bei 57 Euro knapp, also 56 Paar kaputte, also schon überschaubar. Und es ist natürlich kein reiner Meilenflug, wie man es kennt, sondern da gibt es natürlich dann wieder einen Austausch mit dem Management von Miles & More und von Eurowings. Ich denke mal, dass Jenselmann Bischof da vor Ort sein wird. Es wird ein exklusives Catering geben, es wird auch besondere Events und Überraschungen mit Eurowings geben. Und ihr wisst natürlich, nachdem man diese erfolgreichen Flüge hatte, ist es so, dass man jetzt die beiden Flüge natürlich auch voll bekommen wird, den Hin- und Rückflug. Aber es gibt halt keine First oder keine Business Class im klassischen Sinne, sondern es gibt nur eine Klasse. Und es ist wirklich so, dass das Ziel natürlich ist, exklusive Events zu geben, um damit das Meileneinlösen noch schmackhafter zu machen. Mallorca ist natürlich irgendwie eine logische Wahl, weil Mallorca ist ja ein Ziel, was viele von euch haben. Weil viele von euch mögen ja Mallorca. Man kann also wirklich nur mit Meilen bezahlen. Und das ist halt wirklich so auch eine konsequente Umsetzung der Strategie, dass man solche Events macht bei Meilenflügen. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wie ihr dazu steht. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und wie immer am Schluss der Sendung gibt es natürlich nochmal das Thema der Fragen des Tages, also die Fragen des Tages. Und die Fragen des Tages sind natürlich, habt ihr mit der Oscar Echo Lima Zulu Quebec Bauchschmerzen, wenn ihr mit der fliegt, oder sagt ihr, nee, die Austrian Airlines Jungs, die können das in Wien, die haben das Ding super zusammengeschustert. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, also ich habe da Vertrauen zu, hätte keine Schmerzen. Und natürlich, was viel interessanter ist, wie findet ihr so einen Meilenflug mit dem Ziel nach Mallorca? Kaffee, Eurowings. Vielleicht kommt die Kaffeemaschine auch auf diesem Flug zum Einsatz. Ihr könnt ja eure Meinung dazu sagen und ich danke euch, dass ihr heute bei der schnellen Sendung dabei wart. Ich habe noch etwas über 30 Minuten Zeit, das alles zu machen, zu tun und ich bin im Akkord, damit die Sendung pünktlich um 19 Uhr auf dem Sender ist. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann, ciao. Ich freue mich, euch morgen wiederzusehen. Dann mit etwas weniger Stress und weniger Hetze. So, jetzt aber Schluss.